Einen wunderschönen Wochenstart, liebe Trader und Bitcoin-Freunde. Bitcoin ist in den heutigen Morgenstunden um ganze 2000 US-Dollar abgerauscht. Das natürlich auch in Reaktion auf die nun dramatisch angestiegenen Ölpreise. Ja, die Gap, die sich jetzt gebildet hat bei Brent Crude Oil, als die Futures-Märkte heute Morgen aufgemacht haben, in Reaktion natürlich auf die zuspitzende Lage im Iran. Hier scheint die Lage, die sich übers Wochenende zugespitzt hat, alles andere als entschärft zu sein. Wir haben ein Telefongespräch mit Donald Trump, wo er sie als böse und kranke Leute bezeichnet. Da gucken wir gleich mal rein. Aber die geopolitischen Spannungen nehmen zu. Außerdem haben wir jetzt am morgigen Tag die Inflationsdaten, die reinkommen. Also eine sehr, sehr volatile Woche, die hier jetzt auf uns wartet. Und die Woche hat, wie gesagt, gestartet mit einem Dump bei Bitcoin. Wie geht es da weiter? Was sind da potenzielle Einstiegsmöglichkeiten für uns? Und wie positioniere ich mich jetzt fortlaufend, um in dieser Woche als Gewinner davon zu gehen? In dem Sinne würde ich sagen, ich bin Trading Phil, und wenn dich genau diese Themen interessieren, dann abonniere sehr, sehr gerne hier kostenlos rein und lass dem Video einen Daumen nach oben da. Also, wir haben es ja im gestrigen Video schon angeschnitten. Bitcoin hat bereits auf den kleinen Zeiteinheiten gestern einen Abwärtskanal wieder gespiegelt. Das haben wir hier gesehen. Wir hatten einen Ausbruch, einen, wenn auch zaghaften Ausbruch, haben dann aber tatsächlich jetzt hier vor allem in den Morgenstunden mit Start der Woche die deutliche Richtung auf jeden Fall aufgezeigt. Wir sind um ganze 2000 US-Dollar runtergefallen, sind hier auf dem 15-Minuten-Chart ganz, ganz weit entfernt, jetzt aktuell zumindest vom 50er und dem 200er EMA, und haben hier auf dem 4-Stunden-Chart, wenn du mal ganz genau schaust, eine saftige Fair Value Gap Imbalance-Zone hinterlassen. Und hier ist auf jeden Fall abzusehen, dass Bitcoin heute im Laufe des Tages mit dieser Imbalance reagiert. So, folgendes Szenario. Sollte Bitcoin sich jetzt hier wieder hocharbeiten in Richtung 50er EMA auf dem 4-Stunden-Chart und hier tatsächlich die 4-Stunden Fair Value Gap damit zu 50% ablehnen und hier am 50er EMA beziehungsweise der 50-prozentigen Schließung der 4-Hour Fair Value Gap tatsächlich Ablehnung finden, dann wäre das für mich hier an der Stelle mein nächster Short-Einstieg. Bitte im Hinterkopf behalten, Fair Value Gaps sind nicht immer ein Punkt, wo der Preis letzten Endes eine Ablehnung findet, sondern es ist eine Zone, wo der Preis gechallenged wird und demnach die Tendenz sichtbar wird. Denn sollten wir jetzt tatsächlich hier den 50er EMA überschreiten und die Fair Value Gap hier wieder füllen, dann ist wieder auf dem Tisch natürlich, dass Bitcoin nochmal hier oben die Resistance-Zone Challenge nochmal Richtung 50er EMA auf dem Tageschart angeht. Sollte allerdings hier bei der 50-prozentigen Füllung der Fair Value Gap auf dem 4-Stunden-Chart beziehungsweise dem Anlaufen des 50er EMAs auf dem 4-Stunden-Chart hier tatsächlich schon auf dem Deckel bekommen, dann ist das schon ein gutes Signal, dass die eigentliche Richtung für heute weiter bearish ist. Wir sehen hier, dass wir heute Morgen um 6 Support an der Trendlinie reinbekommen haben. Die Trendlinie, die bereits jetzt mittlerweile seit gut 2 Monaten den Abwärtstrend hier vorgibt bei Bitcoin. Ja, da sind wir ja vor einigen Tagen durchgebrochen. Das war letzte Woche Freitag, genau. Und jetzt steht Bitcoin, wie gesagt, auf dem Prüfstand, kommt jetzt hier Support rein und schafft es Bitcoin hier wieder durch die Imbalance durchzukommen und neue Höhen zu erschließen? Oder wird Bitcoin, wie gesagt, in diesem Bereich hier gechallenged und bekommt hier schon wieder auf den Deckel, um den Bruch durch die Trendlinie und den Move in Richtung nächstes Support-Level tatsächlich einzuleiten. Denn dieses Level sitzt hier zwischen der 61,5
und der 60,6. Das ist eine Zone, wo Reaktion zu erwarten ist, wo Bitcoin potenziell neue Kraft schöpfen könnte. Wenn dieses verloren geht, dann wird Bitcoin höchstwahrscheinlich im freien Fall in Richtung 58k gehen, das nächste Support-Level, beziehungsweise hier Touchpoint wieder an der absteigenden Trendlinie. Eine Sache wurde klar übers Wochenende. Bitcoin hat sich zwar wacker gehalten, hat es aber nicht geschafft, hier tatsächlich das Widerstandslevel hier zu durchbrechen. Ja, wir haben das Weekly High hier nochmal angetestet, wurden aber abgelehnt und haben uns seitdem unter dem Weekly High befunden. Jetzt natürlich zum Wochenstart direkt abgesackt. Also an der Stelle sieht es schon mal tendenziell eher bearish aus, muss man ganz klar sagen. Deswegen von meiner Seite aus sollten wir heute nochmal gerade zum Börsenopening die Imbalance-Zone hier füllen, auch wenn es nur zu 50% ist, wäre demnach für mich hier ein geeigneter Einstieg für neue Short-Positionen. Meine laufenden Short-Positionen freuen sich natürlich, denn diese durften von dem starken Abrutsch am heutigen Tag sehr, sehr gut profitieren. Guck mal, wie du hier wunderbar siehst, ich habe bereits hier eine Limit-Order reingesetzt gehabt bei der 65,5. Das ist in etwa der nächste Liquidity-Block hier über uns. Ja, falls es heute Nacht tatsächlich zu einem kleinen Spike gekommen wäre, wäre ich da sehr, sehr gerne nochmal erneut in eine Short reingegangen. Dazu kam es aber nicht. Deswegen, wie gesagt, freuen sich meine existierenden Short-Positionen, die wir alle gemeinsam in den Streams vor einigen wenigen Wochen aufgemacht haben. Beim Top des Relief Spikes sind wir hier in mehrere Short-Positionen reingestaffelt, die jetzt natürlich weiterhin wunderbar laufen, wenn auch gechallenged wurden, weil wir nochmal tatsächlich hier bis zu der 64,7 Marke hochgespiked sind. Da haben natürlich einige Shorter, einige Bären hier einen kalten Schauer bekommen, als sie gesehen haben, dass ihre Shorts hier alle fast schon wieder in den Break-Even laufen, obwohl sie teilweise sehr, sehr saftig im Profit waren. Aber so bewegt sich der Preis nun mal. Deswegen war meine Strategie jetzt die letzten Tage abwarten, weiter festhalten an den Short-Positionen und potenziell Double Down sollten wir nochmal in diese Regionen hochspiken. So dazu kam es jetzt bislang tatsächlich noch nicht. Ich bin auf jeden Fall ready, wenn Bitcoin nochmal Richtung 50er EMA hier tatsächlich wandern möchte auf dem Tageschart. Aber wie gesagt, wenn man die aktuelle Price Action anschaut, dann sieht es eigentlich gar nicht so gut aus. Was natürlich auch gar nicht so gut aussieht, sind die Inflationsdaten, die hier angegeben sind mit 4,2% am Dienstag. Ja, wir haben CPI-Release um 14:30 Uhr deutscher Zeit und damit einhergehen direkt hier einige CPI-Data. Also wir haben hier die Monat-zu-Monat Core CPI, Year-to-Year, also Jahresbekanntgabe im Vergleich zum Vorjahr, Core CPI, CPI Month-to-Month, CPI Year-to-Year, also ein Haufen Inflation-Data, die am morgigen Tag rauskommt und dann natürlich noch um 16 Uhr Federal Chairman Kevin Warsh testifies, so steht es im Kalender. Was wir da bekommen, ist nochmal quasi ein Statement vom aktuellen Federal Reserve Chairman Kevin Warsh. Da erwarte ich auf jeden Fall einen Haufen Volatilität. Sollten die Werte noch schlechter ausfallen als hier bereits schon erwartet, also höher, dann wird es auf jeden Fall potenziell sehr, sehr bearish ausgehen für Bitcoin jetzt in den nächsten Tagen. Aber gerade in Anbetracht dessen, dass geopolitisch alles andere als entschärft zu sein scheint, ganz im Gegenteil, die Situation sich potenziell hier sogar weiter zuspitzt, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass die Inflation jetzt in den nächsten Quartalen bereits schon in den Griff bekommen wird. Dafür waren die Ölpreise in den vergangenen Monaten viel zu lange in einem viel zu hohen Preissegment. Und was viele immer wieder vernachlässigen, ist die Tatsache, dass der Schaden durch diesen monatelangen Aufenthalt
von Öl um die 100 US-Dollar-Marke natürlich ja der Schaden bereits angerichtet ist und die Welle gerade auf uns zukommt, beziehungsweise in den nächsten Quartalen noch auf uns zukommt. Also selbst wenn Öl jetzt gerade in einem relativ humanen Preisbereich zu traden scheint, ist wie gesagt der Inflationsschaden bereits angerichtet und muss darauf natürlich dementsprechend reagiert werden mit einer adäquaten Zinspolitik jetzt die kommenden Quartale. Und wie wir alle wissen, in einem Marktzustand, wo die Inflation hoch ist, kann die Federal Reserve nicht mit niedrigen Zinsen um die Ecke kommen. Das würde nur noch weiter Benzin ins Feuer gießen, was die Inflation angeht. Deswegen wird das potenziell Risikoassets wie Bitcoin weiter bearish befeuern, also nach unten drücken. Denn Risikoassets wie Bitcoin brauchen billiges Geld, das in den Markt kommt. Das ist in einer Marktsituation mit hohen Zinsen so nicht der Fall. Wir hören mal ganz kurz in ein Telefongespräch von Donald Trump rein, um zu verstehen, wie er aktuell zu den Iranern steht. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone and a ship. I said, you people are sick. You're sick people. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das so anhöre, dann erinnert mich das an die Grundschule, so Zickereien mit Mitschülern, ja. Man zeigt gegenseitig mit dem Finger aufeinander. Er hat angefangen, nein, er hat angefangen. So, das ist die Situation gerade zwischen dem Iran und Amerika. Ganz ehrlich, liebe Leute, lasst mir mal in den Kommentaren wissen. Also ich sehe da, um ehrlich mit euch zu sein, selbst in den nächsten Monaten keine Einigung kommen. Deswegen werde ich mich weiterhin bearish platzieren, denn A, ich sehe die geopolitische Lage sich nicht entschärfen. Ich sehe die Federal Reserve in keiner anderen Lage als demnach hawkisch zu reagieren und die Zinsen weiter oben zu halten beziehungsweise potenziell weiter zu erhöhen, um auf den Energieschock zu reagieren und auf die geopolitischen Spannungen. Und demnach sehe ich Bitcoin weiter seine bearische Struktur fortsetzen. Wir haben es ja jetzt hier gesehen. In den letzten Wochen haben wir sehr, sehr stark um den 200er Weekly Moving Average getradet. Dieser hat den Preis aufgefangen nach dem starken Fall. Das ist ein Level, was viele als quasi Bodensignal sehen, was Bitcoin angeht. Aber für mich ist es kein Bodensignal. Für mich ist es einfach nur ein signifikantes Level, wo Bitcoin ein bisschen länger braucht, um letzten Endes sich durchzuarbeiten. Wenn wir auf den Tagescharts sehen, dann stellen wir fest, dass Bitcoin hier an dem signifikanten Moving Average tatsächlich Support gefasst hat, dann durchgebrochen ist und jetzt in Form eines Double Top Patterns quasi potenziell das Level letzten Endes abstößt, um tiefere Levels zu erreichen. Das ist ein Szenario, welches ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Aber dafür lass uns mal nicht fantasieren, mal wieder und wieder Day by Day gehen und hier jetzt in den nächsten Stunden beobachten. Du siehst es auch schon, der Preis pumpt gerade wieder von der Trendlinie ein bisschen hoch in Richtung 50er EMA, in Richtung 50-prozentiger Füllung der Fair Value Gap. Hier werde ich das Ganze beobachten und potenziell meine bearische Bestätigung abholen. Deswegen lass mich das Video so schnell wie möglich hochladen, dass du die Möglichkeit auch mitnehmen kannst. Aber ganz davon abgesehen, wir werden heute natürlich wieder ab 14:30 Uhr gemeinsam live traden. Das heißt, komm da auf jeden Fall rein. Wo du außerdem reinkommen solltest, ist unsere kostenlose Trading Community. Die ist unten für dich über den ersten Link abrufbar. Hier tauschen wir uns tagtäglich aus, geben Setups miteinander durch, feiern unsere Profits tagtäglich und tauschen uns einfach miteinander aus. Wenn du da, wie gesagt, Teil der Community sein möchtest, komm sehr, sehr gerne rein über den ersten Link in der Videobeschreibung. Also, dann lass uns mal hier am heutigen Tag schauen, ob Bitcoin die Imbalance wieder komplett abbaut und sich hier wieder bearish entwickelt über den 200er EMA oder ob wir letzten Endes jetzt hier tatsächlich bereits schon wieder eine Ablehnung bekommen und Bitcoin jetzt zum Start der Woche sich weiter bearish platziert. Ich hoffe, du konntest aus dem Video ein bisschen was mitnehmen. Wenn das der Fall gewesen ist, gerne Daumen nach oben, kostenlos abonnieren und wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut. Ciao.